Willkommen bei Daniel Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen langsamen Muscle-Up an den Ringen machen könnt. Für manche vielleicht auch bekannt unter dem Namen Zugstämme, wenn ihr aus dem Turnen kommt. Auf jeden Fall möchte ich euch heute zeigen, wie ihr diesen Move lernen könnt. Was solltet ihr schon können, um einfach damit starten zu können, um mit dem Training für diesen Move starten zu können? Ihr solltet auf jeden Fall schon ein paar hohe Klimmzüge bzw. einfach sehr kontrollierte Klimmzüge an den Ringen zustande bringen, beziehungsweise ihr solltet das vielleicht auch schon im L-Sit schaffen. Und außerdem wäre es gut, wenn ihr einfach Dips an den Ringen schafft, bevorzugt auch hier tiefe Dips einfach an den Ringen. Falls ihr das noch nicht könnt, arbeitet zuerst an eurer Grundkraft, also auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, um dann weiterarbeiten zu können. Der Ring-Muscle-Up beansprucht eure hintere Schulter und den Schultergürtel und vor allem sind auch eure vordere Schulter, die Unterarme und auch sehr stark der Trizeps dabei involviert. Auch Bizeps, Lat und Brust sind beteiligt, allerdings nicht so stark. Diese Partien sollten also auf jeden Fall schon kräftig sein bei euch. Falls das noch nicht der Fall ist, schaut euch vielleicht das Tutorial zu den Basics an, da zeige ich euch, wie ihr mal Grundkraft aufbauen könnt. Was ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen will in diesem Video, ist es, wie ihr einfach diesen Move lernen könnt. Das heißt, zuerst schauen wir uns die richtige Ausführung mal an, dann schauen wir uns Vorübungen für den Ring-Muscle-Up an, die ihr machen könnt, um darauf hinzutrainieren, und am Ende möchte ich das Ganze dann nochmal zusammenfassen, beziehungsweise am Ende werde ich euch noch einen beispielhaften Trainingsplan geben, den ihr, wenn ihr wollt, nachmachen könnt, um eben diesen Move zu lernen. Ich würde sagen, wir starten gleich und wir fangen gleich mit der Ausführung an. Das erste, was ihr mal beachten müsst, ist der sogenannte False Grip. Ohne den ist der Muscle-Up in den Ringen nicht möglich, weil ihr sonst einfach unmöglich in den Stütz wechseln könnt. Für viele ist das einfach ungewohnt und deshalb zeige ich euch nachher auch ein paar spezielle Übungen, wie ihr euch daran gewöhnen könnt. Ihr nehmt dabei den Ring mit der Innenseite eurer Handwurzel. Wichtig ist eben nicht auf den Ballen, sondern wirklich bei der Handwurzel, und ihr beugt das Handgelenk so weit wie möglich, als würdet ihr versuchen, mit dem kleinen Finger möglichst nah zum Ellbogen zu kommen. Der Daumen und auch die Finger packen einfach sehr fest zu. Ihr könnt auch theoretisch Magnesium verwenden, dass ihr besseren Grip habt, und zu viel False Grip gibt es eigentlich nicht. Das heißt, es muss euch eigentlich schon fast übertrieben vorkommen, oft scheitert der Muscle-Up eben an zu wenig False Grip. Teilweise kommt einem der False Grip sehr unangenehm vor, es kann auch am Anfang mal zu Striemen kommen dabei, wie ihr hier auch seht, aber das ist normal, da muss man sich mit der Zeit einfach dran gewöhnen. Außerdem wichtig dabei, greift eher sozusagen oben im Ring als zu weit unten, so habt ihr dann nachher beim Stütz auch eine bessere Auflagefläche. Mit diesem Griff startet ihr dann in der untersten Position mal im Hang und von da zieht ihr euch dann ohne Schwung der Beine bis zu euren Schultern, so dass ihr eigentlich mit euren Daumen annähernd zu eurer Brustaußenseite kommt. Dort findet dann eben der Start der Druckbewegung statt, indem ihr die Ellbogen nach hinten oben zieht und mit den Ringen möglichst eng bleibt und euch mit dem Kopf und auch mit den Schultern gefühlt nach vorne lehnt. Dabei drückt ihr die Ringe durchgehend zusammen und eure Schulter sollte immer vorne und in Protraktion bleiben. Dabei zeichnet eigentlich euer Daumen die Form eures Schultermuskels in einer Art Halbkreis nach und der Daumen bleibt durchgehend ganz eng am Körper während dieser Übergangsphase. Wenn eure Ellbogen dann sozusagen über euren Händen oben angelangt sind, dann drückt ihr euch mit Schultern in Protraktion nach oben wie bei einem sehr tiefen Ringdip. Versucht dabei noch die Arme ganz zu strecken und theoretisch könnt ihr dabei einfach auch noch die Ringe nach außen drehen. Damit ist dann sozusagen Full Range of Motion möglich und ihr könnt die Arme wirklich ganz ausstrecken. Die Beine sollten grundsätzlich während der ganzen Bewegung angespannt und gestreckt bleiben. Ich bin hier auch im L-Sit, weil die Ringe einfach bei mir nicht so hoch hängen, und im Übergang können die Beine dann aber eben so oder so nach vorne kommen. Wenn ihr mehrere Wiederholungen hintereinander macht, ist es wichtig, den Grip zu behalten und deshalb nicht so schnell nach unten zu kommen. Ich finde es fast schwerer, einen negativen zu machen, bei dem ich nachher wieder eine Wiederholung schaffe, als nur eine Wiederholung zu machen. Deswegen einfach versucht im Übergang wirklich gut den Grip zu behalten, wenn ihr mehrere Wiederholungen macht. Der meistgesehene Fehler ist es eigentlich, dass die Ringe beim Ring Muscle-Up nicht zusammengedrückt werden, beziehungsweise der Daumen oder die Hand einfach von den Schultern, von der Brust wegkommen. Es ist unbedingt wichtig, dass ihr mit der richtigen Technik zieht. Wenn ihr ausweicht, wird es nicht möglich sein, einen Ring-Muscle-Up zu schaffen. Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist dabei, hängt die Ringe nicht zu breit auf. Es fällt euch so einfach leichter, eng zu bleiben und auch einfach den Wechsel vom Zug zu Stütz hinzubekommen. Auch noch ein Fehler, der oft passiert, ist, dass man einfach versucht, schief nach oben zu kommen. Auch da habt ihr meistens keine Chance, ist auch nicht so gesund. Also immer mit sauberer Technik probieren. Die Technik selbst ist eigentlich nicht so kompliziert. Wenn es am Ring-Muscle-Up scheitert, dann scheitert es fast immer an der Kraft, deswegen achtet auf die Technik, die ich gerade beschrieben habe. Das ist wirklich essentiell, um ihn hinbekommen zu können. Meistens scheitert es eben an der Kraft. Dazu werden wir uns aber jetzt eben einige Vorübungen anschauen. Was kann ich jetzt eben tun, um überhaupt mal stark genug zu werden,
um einen Ring Muscle Up hinzubekommen. Wie gesagt, erinnert euch an die Ausführungen, die ich euch gerade erklärt habe. Ich werde jetzt nicht bei jeder Vorübung nochmal extra erklären, aber es gelten haargenau die gleichen Punkte natürlich auch bei allen Vorübungen jetzt. Ich möchte euch jetzt einige Vorübungen zeigen, mit denen ihr den Ring Muscle Up lernen könnt. Wie gesagt, die Technik muss einfach sitzen, beziehungsweise muss einfach immer richtig sein. Die werde ich jetzt nicht nochmal jedes Mal erklären. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr die Grundkraft aufbauen könnt, um überhaupt mal dahin zu kommen. Wenn man schon genug Grundkraft hat und den False Grip auch beherrscht, ist die wichtigste Vorübung eigentlich Versuche mit der gerade beschriebenen Technik zu machen. Dabei versucht ihr einfach so hoch wie möglich zu kommen, beziehungsweise ihr versucht einfach diesen Übergang zu schaffen. Die Technik muss natürlich sitzen und ihr müsst mindestens mit dem Daumen schon bis zur Schulter kommen, beziehungsweise leicht die Übergangsphase starten können, damit sich diese Vorübung eigentlich was bringt. Dabei wird natürlich nur der untere Teil der Bewegung trainiert. Für den oberen Teil der Bewegung ist deswegen eine Ergänzung mit der nächsten Vorübung nötig. Die nächste Vorübung sind negative, bei denen versucht ihr eigentlich aus dem Stütz langsam nach unten zu kommen. Ganz wichtig ist, dass ihr dabei den False Grip behaltet und versucht so tief wie möglich beziehungsweise eigentlich ganz nach unten zu kommen. Das bringt allerdings eben auch nur dann was, wenn ihr den Übergang kontrolliert schafft und nicht runterfällt. Eine zweite Variante davon wäre es einfach so tief zu gehen, dass ihr wisst, dass ihr wieder nach oben kommen werdet und das sozusagen Wiederholungen zu machen, bei denen ihr immer so tief wie möglich nach unten kommt. Das heißt auch einfach zum Übergang kommt und das so zu wiederholen. In Kombination mit den Versuchen müsste diese Vorübung eigentlich vollkommen ausreichen, um den Ring Muscle Up lernen zu können, aber eben nur dann, wenn ihr schon genug Grundkraft habt. Falls ihr noch nicht stark genug dafür seid, würde ich es euch eher empfehlen, mit den anderen Vorübungen zu arbeiten. Falls ihr Probleme mit dem Übergang bzw. einfach auch mit dem False Grip habt, dann kann ich es euch empfehlen, im False Grip einfach Klimmzüge zu machen. Dabei hängt ihr euch eben mit dem False Grip, wie ich ihn vorher beschrieben habe, in die Ringe und versucht dann einfach mal nach oben zu kommen, beziehungsweise was ihr auch machen könnt, ist es in verschiedenen Positionen, also in der untersten Position, in der mittleren Position oder auch in der Übergangsposition, euch einfach so in den Ringen zu halten, um euch einfach an diesen Grip zu gewöhnen. Das Ganze ist auch an der Stange möglich, dabei würde ich es euch dann empfehlen, eher eine Faust zu machen, weil ihr sonst wahrscheinlich euch mit dem Daumen selbst im Weg seid. Wenn das noch zu schwer ist, dann versucht euch einfach mal mit den Fäusten an den Ringen zu halten. Wenn ihr euch noch gar nicht halten könnt, verlagert einfach so viel Gewicht wie möglich auf eure Hände und haltet den Rest des Gewichts mit euren Beinen. Die nächste Vorübung, die ich euch unter anderem empfehlen kann, sind Assisted Muscle Ups an den Ringen. Dabei gebt ihr eure Beine auf eine Erhöhung oder auch auf den Boden, die circa unter den Ringen ist und versucht den Ring Muscle Up mit ein bisschen Hilfe der Beine zu ziehen. Wichtig ist, dass ihr euch nur auf die Arme konzentriert euch nicht auf die Beine und versucht einfach so den Ring Muscle Up eben zu ziehen. Für alle Leute, die vor allem ein Problem mit dem Übergang bzw. mit dem Anfang der Druckbewegung haben, kann ich es empfehlen, Trizeps Extensions zu machen, am besten auch im False Grip, um den auch zu stärken. Und die kann ich euch an den Ringen empfehlen, beziehungsweise es ist sonst auch möglich, sie an einer Stange zu machen. Dabei solltet ihr euch vor allem auf den unteren Teil der Bewegung fokussieren und wirklich mit eurer Hand ganz bis zur Schulter kommen und eure Schultern sollten durchgehend in Protraktion bleiben. Die letzte bzw. die letzten beiden Vorübungen wäre es möglichst tiefe Ringdips bzw. möglichst hohe Pull-Ups und auch möglichst kontrollierte Pull-Ups an den Ringen zu machen. Auch diese zwei Übungen helfen euch natürlich dabei, Grundkraft aufzubauen, falls ihr noch nicht mal so weit seid, einfach einen Ring Muscle Up Versuch hinzubekommen. Wenn möglich könnt ihr die Pull-Ups mit False Grip machen, das hilft euch einfach dabei, euch gleich daran zu gewöhnen, wenn nicht, ist es natürlich auch ohne möglich. Das war es eigentlich schon mit den Vorübungen. Wie ihr seht, eigentlich sind es nicht so viele und es ist relativ simpel. Das Simple funktioniert meistens eher am besten und das eben ganz wichtig ist, dass ihr einen möglichst spezifischen Reiz hinbekommt, das heißt, dass ihr möglichst nahe an die Zielbewegung kommt. Das heißt wiederum, dass ihr eigentlich Vorübungen wählen solltet aus diesen, die ich euch gezeigt habe, die für euch möglichst schwer sind und die auch einfach den Bereich trainieren, bei dem ihr eine Schwäche habt. Grundsätzlich heißt es also, wenn ihr schon Versuche schaffen könnt, dann macht einfach möglichst viele Versuche, beziehungsweise Versuche in Kombination mit Negativen. Das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten Vorübungen, wenn ihr sie schon schafft. Die Holds, die ihr dazu machen könnt, sind eben auch wichtig, wenn ihr Probleme mit dem Vorschritt bzw. mit dem Übergang habt. Wer ein besonderes Problem mit den Trizeps hat, kann eben die Trizeps Extensions machen und die Assisted Slow Muscle Ups könnt ihr eben einfach machen, um noch mehr Grundkraft aufzubauen. Würde ich allerdings nicht als Hauptübung machen, weil ihr dabei einfach nicht einen ganz so spezifischen Reiz habt, weil ihr einfach immer ein bisschen abweicht, dadurch, dass ihr euch mit den Beinen selber hält. Klimmzüge und Dips eben zum Grundkraft aufbauen, falls ihr noch nicht mal so weit seid. Vielleicht in Kombination mit Hangs auf den Fäusten oder im False Grip, um einfach mal die Grundkraft aufzubauen. Also je nach eurem Level
wählt euch einfach die Feuerungen, die für euch persönlich am schwierigsten sind und möglichst nahe eben an die Zielübung rankommen. Ab einem gewissen Level sollte es dann eigentlich für euch möglich sein, dass ihr euch nur noch durch Versuche steigert, bei denen ihr einfach immer höher und höher kommt, bis ihr dann Ringmuscle Up dann eben ganz hinbekommt, zur Ergänzung eben vielleicht dann auch die negativen zu machen, aber das wird auf jeden Fall die Nummer 1 Feuerung dann für euch sein, wenn ihr mal stark genug seid, um überhaupt in diesen Übergangsbereich zu kommen und das dann einfach wiederholt zu machen, vielleicht ab und zu dazu Assisted Wiederholungen, würde euch wahrscheinlich dann an euer Ziel bringen, wenn ihr schon stark genug seid. Jetzt möchte ich euch abschließend noch einen beispielhaften Plan geben, den ihr eben machen könnt, um den Ringmuscle Up zu lernen. Je nachdem, auf welchem Level ihr eben schon seid, könnt ihr euch jetzt die Übungen, die ich euch sozusagen sagen werde, aussuchen. Anfangen würde ich dabei einfach mit 3 bzw. 4 Sätzen von Versuchen, bei denen ihr einfach so hoch kommt wie möglich. Wenn ihr noch keine Versuche schafft, dann macht ihr hier einfach Pull-Ups, bei denen ihr so hoch kommt wie möglich. Dann geht es weiter mit 3 Sätzen von Negativen, bei denen ihr einfach versucht, möglichst weit nach unten zu kommen und vielleicht wieder hochzukommen oder euch einfach wirklich ganz nach unten zu lassen. Und wenn ihr das noch nicht schafft, dann macht stattdessen einfach möglichst tiefe Dips an den Ringen. Abschließend dazu dann noch, einfach um den Fallsgrip zu stärken, noch Hangs in der Übergangsposition, wenn es möglich ist. Das ist die schwierigste Variante von den Hangs. Ansonsten Hangs in einer anderen Position zu machen. Eben 3 Sätze davon noch als Zusatz. Und bei wem es eher am Trizeps scheitert, kann stattdessen auch Trizeps Extensions machen. Das könnt ihr euch aussuchen. Das heißt, wir haben in Summe 9 bis 10 Sätze. Das Ganze macht ihr je nachdem, was euch möglich ist. Ich sage mal 2 bis 4 Mal die Woche, 2 bis 3 Mal ist auch voll okay. So solltet ihr euch eigentlich relativ gut steigern können. Das ist auf jeden Fall nicht das Nonplusultra oder was auch immer. Aber das ist einfach eine gute Möglichkeit, mit der ihr euch steigern könnt. Wenn euch das nicht passt, macht es einfach anders. Wichtig ist vor allem einfach nur, dass ihr die Übungen macht. Probiert es also einfach immer wieder. Achtet wirklich auf die richtige Ausführung. Kontrolliert euch dabei wirklich selber regelmäßig. Schaut euch das Video vielleicht auch ein zweites Mal an. Wenn es an irgendeinem Punkt scheitert, ist es ganz oft so, dass es an etwas scheitert, das mit einem selbst gar nicht auffällt. Da könnt ihr euch zum Beispiel vielleicht auch selber filmen oder was auch immer. Genau, und das war es eigentlich auch grundsätzlich schon mit den Tipps, die ich euch für diesen Move geben wollte. Ich hoffe, es wird euch dabei helfen, die Grundkraft aufzubauen, um den Ringmuscle Up zu schaffen. Versucht einfach euch Schritt für Schritt zu steigern, versucht euer Limit zu pushen, versucht bei den Versuchen höher zu kommen, versucht mehr Wiederholungen zu schaffen, was auch immer. Versucht euch einfach da wirklich zu steigern, versucht auch mal regelmäßig eine neue Progression, wenn ihr vielleicht nur Pull-Ups macht, versucht euch einfach von da zu steigern auf die Versuche oder wie auch immer und eben so weiterzukommen. Also der Kopf spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Genau, das war es eigentlich auch schon mit den Tipps in diesem Video. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Kommentare, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Genau, und ansonsten hoffe ich, dass ich euch helfen kann und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.